sind die ganze Zeit auf diesem Motorrad unterwegs. Wie lang noch? You will show us your bedroom? Sehr beeindruckend. Du musst es hier sehen, du musst die Lehren hiervon ziehen, die Zufriedenheit. Leute, es geht los. Wir sind in Brüssel und fliegen jetzt mit Dr. Sahin nach Uganda und Kenia. Morgen wird das Waisenhaus eröffnet. Also, falls ihr Interesse habt, daran mitzuhelfen, denn wir bauen ja eine öffentliche Schule jetzt. Schaut gerne in den ersten Link der Beschreibung. Dort gibt es einen Spendenaufruf-Link. Wir sind jetzt angekommen. Morgen früh ist der große Tag. Und das Waisenhaus mit der Schule zusammen, das ist schon eine heftige Sache. Warum solltet ihr das machen? Warum solltet ihr überhaupt was von eurem Geld spenden? Ich kann nur sagen, dass man hier vor Ort etwas erreichen kann. Ihr könnt Leben verändern. Egal, ob es Brunnen sind, Lebensmittelpakete. Und wenn man das mal sieht, also der Gedanke, der mich am meisten fesselt oder warum ich die Sache mache, man hat hier die Möglichkeit, mit einem kleinen Geldbetrag wegweisend Leben einfach zu verändern. Und dieser tolle Mann, der hat hier ein Waisenhaus, das wir heute eröffnen werden. Ja, du kommst mit? Ja. Hier sind wir, falls ihr euch noch erinnern könnt. So sieht das Ganze hier aus, das ist der Empfang. Ich weiß, also da hat der Dr. Sahin der ganze Arbeit geleistet. Guckt euch das mal an. Das ist ja crazy. Ja, Wahnsinn. Da sind wir. Und alle freuen sich. Gleich geht's los. Wir hatten gerade die Eröffnungszeremonie. Hier unten sitzen noch der Bürgermeister und Abgeordnete. Und war sehr, sehr schön. Ich hoffe für euch, dass ihr das seht und dann erkennt, dass man es schaffen kann, dass man die Leben verändern kann. Ne? Und habt keine Angst davor, euch der Herausforderung zu stellen, gerade die Unternehmer. Und seid euch bei Dr. Sahin sicher, dass ihr das Cent ankommt. Ich weiß zwar nicht, wie ich es machen soll, aber legen wir dann in Kenia den nächsten Grundstein für die nächste Schule. Also am Ende, wir brauchen für eine Schule eine Summe von ca. 250.000 Euro. Es kann natürlich auch ein bisschen mehr sein, je nachdem. Innenausstattung, Brunnen und so, das variiert. Jeder Einzelne, der gekauft hat, vielen Dank dafür. Wir zahlen diese Sachen aus der Firma. Darunter zählt, dass ihr ein Kunde bei uns seid. Darunter zählt, dass ihr ein treuer Kunde seid. Dass ihr zu schätzen wisst, was wir für Sachen verkaufen, dass ihr bei uns kauft. Da wollte ich nochmal Danke bei euch sagen, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, so etwas hier zu machen. Yeah, we're so thankful. We're so thankful for the support, Mr. Marc and Dr. Sahin. Yeah. It's a pleasure. So they're so happy, and the society is happy for this service. Super. Assalamu alaikum. You speak English? What's your name? Oh, okay. You like it here? Yes, huh? It's a nice place. Until now, you didn't sleep in the bed, right? This is now the first, or you already slept here? Yeah, and good. Yes? You're nervous? Yes? Maybe you will get famous now. Yeah, inshallah. Yeah, wish you all the best. Hope you can enjoy the time here, learn something, and then inshallah, I see you next year again. I visit you, and then we meet again. This is the classroom. Ah, okay. You will show us your bedroom? Oh, wow. This is your bed? And who is sleeping here? Yasser. Yasser, okay. Wir sind jetzt hier noch in einem anderen Waisenhaus. Hier sieht es so ein bisschen anders aus. How are you? Genau, ich habe mich lange gefragt, was Sie antworten. Die sagen, thank you, we are fine, our visitors. Genau. Und ja, vielen Dank an Marc. So, der nächste Tag ist angebrochen und wir sind schon gelandet in Kenia. Jetzt gleich geht es direkt weiter zur Grundsteinlegung. Denn unser zweites Waisenhaus, das ist kein Waisenhaus, sondern eine öffentliche Schule, die wir bauen möchten, das steht heute an. So, und hier sind wir. Und diesmal wird es ja eine öffentliche Schule, ne? Das stimmt. Diesmal geht es um Erziehung und um Förderung der Kinder durch Erziehung und eine öffentliche Schule, ja. Wir sind hier eigentlich in einer sehr populären Lage, ne? Wir haben jetzt hier eine Hauptstraße. Wie wird das denn von der Größe? Also wie muss ich mir das dann vorstellen? Genau, wir haben tatsächlich dann eine Grundschule, eine Mittelschule, das wird so ein Komplex.
Überall hier. Ja, genau, das ganze Grundstück. Oh, okay. Von wem ist das denn hier? Ja, das ist von Frau Martina Plessner. Ich kenne sie auch nicht. Ein wundervoller Mensch mit einem riesen Herz muss das sein. Die hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe mir an Weihnachten gedacht, ich muss was Gutes tun. Und Was ist das denn für eine Leistung? Das ist ja ja, Wahnsinn. und wir bauen ein jungen Waisenhaus mit einer Armenküche. Also, Oh, ja, stark. jeden Tag Was wird zu Essen ausgegeben und das ist das, was ich mir erträumt habe und das ist fantastisch, wirklich klasse. Martina, wir haben uns nicht gesehen. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Hier ist der erste Grundstein. Ja, ich freue mich sehr darüber. Ja, wir sind hier im El-Rayyan Waisenhaus, Mädchenwaisenhaus, das kennen die meisten aus Ramadan. Wir unterstützen das schon seit Jahren. Ja, wenn man das so sieht, ne? Am Ende jeder Betrag hilft. Ne? Also das Essen für die Kinder oder auch andere Sachen, die hier benötigt werden, einfach versucht mal in euch zu gehen und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, etwas abzugeben. Gibt es ein bisschen was zu tun, oder? Auf jeden Fall, ja. Also, wir suchen nach Land, ne? Wir haben schon Sponsoren, die das bauen wollen und wir suchen nach Land. Hier gibt es definitiv was zu tun. Das sind die Mädels. Okay. Ich möchte Sie auch nicht beim Essen stören. Wir können hier wirklich sehr viel von lernen. Ja, dank ihm. Er hat alles hier auf die Beine gestellt. Das ist seine Baustelle hier. Guckt euch mal das an, was das hier für ein Riesenplatz zum Wachsen ist. Ja, und was meinst du? Gänsehaut jetzt schon. Ja. Aber auch danke an alle Spender und alle, die mich dabei unterstützt haben. Aber es geht weiter, ne? Das heißt... Definitiv. Wir geben nicht auf. Ja. Hier sitzen schon die Jungs. Auf der anderen Seite haben wir die Mädels. Ja. Schönes Objekt, ne? Ja, sehr schön. Toll zum Wachsen, hier kann man noch einiges machen. Ja. Also für die Leute, die so zuschauen, ist immer interessant zu wissen, was so die Person dahinter ist. Ne? Also ich meine, du bist jetzt Social Media wahrscheinlich gar nicht unterwegs. Nein, ne? gar nicht unterwegs. Was machst du denn? Also so im Leben. Arbeiten. Ja, was denn? Immer arbeiten. Ich weiß gar nicht, finde gar nicht die Zeit für Social Media. Aber was machst du denn arbeiten? Ich bin im Lebensmittelhandel tätig. Wir sind jetzt hier beim letzten Stopp und zwar eine Schule für Mädchen diesmal. Nur für Mädchen. Und das wird das Gebiet sein. Morgen dreht sich dann wirklich alles ums Thema Brunnen. Heute wird es den ganzen Tag darum gehen, dass wir Brunnen eröffnen. Heute öffnen wir 20 Brunnen. Okay. Dann nochmal, worauf habe ich mich schon wieder eingelassen? Wir fahren hier, keine Ahnung, wie viele Stunden mit dem Auto, jetzt sind wir mit dem Motorrad unterwegs. Always slowly, please. Really slow, oh so slow. Er sagt ja, aber der macht es schnell. Wenn Dr. Sahin sagt, wir fahren stundenlang mit dem Motorrad, dann werden wir Tage fahren. Die Reifen haben keine Profile, ich bin... Die Geschwindigkeit, die fahren, ist abnormal. Adam, you have a driving license? No? Marc, but here's the experience. Ja. Ich sag's dir, eben habe ich noch gedacht, wir mähen hier alle auf der Straße um mit unserem Auto. Jetzt sind wir hier selber auf der Straße. Ach so, jetzt fahren wir hier rein. Ah, das ist doch super. Das ist doch super, jawohl. Gar kein Problem. Spannend, was uns dahinter erwartet. Ne? Du bist so groß, kannst schon sehen. So, Opa. Ja, die Ankerkette ist ready. Bin ich der Zweite und... Da fängt es auch an zu regnen. Ja, das ist super. Wunderbar. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ui, 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 ui. Oh. So, okay. So sind wir hier. Ach, guck mal, das sieht doch super hier aus. Das sieht doch hier klasse aus. Ja, das ist doch... Da habe ich mir auch die perfekten Schuhe wieder mal ausgesucht. Das ist doch hervorragend. Ja, immer richtig angezogen, der Marc. So, super. Ja, einfach. Hoppala. So, wunderbar. Besser als mit den Santonis, muss ich sagen. Das geht doch gar nicht. Wunderbar, da haben wir es doch geschafft. Super. Wir sind die ganze Zeit auf diesem Motorrad unterwegs. Also, wie lang noch? Okay, wir sind bis zu dem Fluss gegangen, den haben wir ja gesehen. Und dieser Fluss ist schon einige Kilometer, da muss man schon ein paar Stunden laufen und vor allen Dingen ist der nicht sauber und nicht hygienisch. Also sauberes Wasser kennen die gar nicht. Ja, Malika, so kann es auch sein, ne? Guck hier, wir sind hier ganz tief in Kenia. Bin ich mit meinen anderen Jungs. Wenn du auf der Welt bist, sind die schon ein bisschen älter. Was sagt ihr? Interessant, ne? Interessant hier. Was würdest du? Ich machst so einen YouTube-Kanal.
Und wenn meine Tochter 18 ist, dann gebe ich ihr den. Ja, schön. Was würdest du ihr sagen? Was würdest du ihr als Rat mitgeben? Was hast du in deinen 25 Jahren gelernt? In meinen 25 Jahren Was hast du gelernt? Gutes zu tun, gut zu sprechen, sich in die Lage anderer Menschen versetzen, das ist sehr wichtig. Nicht nur an sich denken, das wird sie wahrscheinlich nicht machen, weil sie so einen tollen Daddy hat, der ihr das beibringen wird. Ja.